Wir stehen gerade auf der Burgruine Falkenstein. Bin gespannt, was die Höhenmeter heute Abend sagen. Es ist 19:10 Uhr. Es sind dann doch schon 30,8 Kilometer. Guten Morgen. Genau so haben wir uns das gedacht. Hunger habe ich nicht auch. Es ist 16:18 Uhr. Wir sind bei Kilometer 21. Bisschen Wetterstress. Bis morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind aufgewacht, aufgestanden, haben ganz gut geschlafen. Es hat ganz wenig geregnet letzte Nacht, aber Zelt ist nicht mehr da. Wir haben schon alles weggeräumt. 6 Uhr ging der Wecker. Jetzt haben wir es 7:20 Uhr und heute geht es über die französische Grenze. Vorher gibt es erstmal einen Kaffee. Höchster Punkt der Tour steht auch an mit knapp 700 Metern. Vielleicht auch nur 650, ich weiß es nicht ganz genau. Wir hoffen, dass wir trocken bleiben und freuen uns auf den Tag. Wir sind jetzt auf dem ersten Berg für heute oder auf dem ersten Felsen, auf dem Mäuerle. Man sieht es vielleicht gar nicht so richtig, aber man sieht es vielleicht da hinten. Also wir sind hier schon recht hoch. Wenn man bis davor gehen würde, ein super Ausblick, aber ich glaube, das geht auch gar nicht, weil hier zwischen den zwei Felsen noch so eine Kante ist. Was wir auf jeden Fall hier oben nicht erlebt hätten, ist, dass wir gestern Abend noch ein Eulenpärchen beobachten konnten, wie sie immer wieder an uns vorbeigeflogen sind. Und wir schätzen, dass da irgendwo noch ein kleines Eulenbaby war und ein Pärchen auf der Jagd nach Futter war und ihr Kleines gefüttert hat. Und das war wirklich faszinierend. Also die sind so nah an uns vorbeigeflogen und man hat so genau gesehen, anhand des runden Gesichtes, des üppigen Körpers, dass das muss eine Eule gewesen sein oder ein Eulenpärchen. Ja. Genau, so viel zu gestern Abend noch. Wir sind jetzt sozusagen erstes Highlight für heute, Haken dran. Und dann muss ich jetzt irgendwie wieder hier nach unten kommen. Und dann geht's diesen Weg entlang nach unten. Ich sag mal, bis später. Ciao. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem höchsten Punkt der Tour. 571 Meter auf der Wegelnburg. Und also es ist wirklich super geil hier. Wir haben, glaube ich, auf keiner anderen Burg so einen tollen Ausblick gehabt. Kann natürlich auch am Wetter liegen. Aber es ist wirklich geil, wie hier in der Landschaft die ganzen Hügel erkennbar sind. Die Wolkendecke zieht durch. Hier hinter mir ziehen auch gerade die Wolken rein. Also total geil. Und da hat sich auf jeden Fall der Aufstieg hierher gelohnt. Wir kommen nämlich aus Notweiler. Dann sind wir heute Morgen hier übers Mäuerle. Das ist der Hügel. Und dann sind wir hier durch Notweiler. Ja, und jetzt hier oben auf der Wegelnburg. Ja, super, super schön. Beste Burg ever. Und das Beste noch daran, wir sind hier quasi alleine. Richtig geil hier, nur ein bisschen laut. Also wenn wir mal die Baustelle vor der Tür und die Bauarbeiten und Bauarbeiter außen vor lassen, sind wir alleine, keine anderen Touristen. Also sehr cool und der Ausblick ist wirklich genial. Wir sind jetzt übrigens auf der Hohen Burg
Und da gehen wir jetzt mal rauf. Geil. Ich denke mal, hier auf der Burg waren wir gerade. Ja, bestimmt. Herzlich willkommen zurück. 6,2 Kilometer gelaufen und wir haben die französische Grenze erreicht. Ab jetzt werden wir in Frankreich weiterlaufen. In diesem Waldabschnitt gibt so viele Baumriesen, also unglaublich hohe alte Buchen, die locker schon über 300 Jahre alt sind, unglaublich dicke, große Nadelbäume. Also man fühlt sich hier extrem klein, sieht total schön aus, die Vögel sind hier alle am Zwitschern. Das hat schon irgendwie so ein bisschen was von Urwaldfeeling. Und es ist so saftig grün alles, Wahnsinn. Extrem faszinierend. Hier könnten wir uns den ganzen Tag aufhalten. Ist wirklich, boah, hier auch alles schön mit Farn hinter uns. Der ganze Berg hoch. Total geil. Regnet übrigens wie Sau. Ja. Aber was muss, das muss. Gerade noch gestärkt, Schirm aufgespannt und dann geht's weiter. So, Regenrock ist an, Regenjacke an, Schirm. Kann ja quasi nichts mehr schief gehen. Und die Profis, die müssen den Schirm noch nicht mal mehr festhalten. Bei denen hängt das einfach so am Rucksack. Dann sagen wir mal, weiter geht's. Das ist das Wetter. Bescheiden. Und richtig schön eingeregnet. Und wir stehen mal gerade 5 Minuten trocken unterm Stein. Die einzige Möglichkeit, seitdem wir von unserer letzten Station losgelaufen sind. Wir hatten im letzten Ort Schönau noch eine Pause gemacht und ja, wollten da eigentlich den Regen aussitzen, aber 4 Stunden Regen aussitzen, keine Option. Also Rinnens, feuchte nass. Und jetzt stehen wir hier. Naja, aber es wird weitergehen irgendwie. Passt schon.
Kleines Wetterupdate. Es hat aufgehört zu regnen. Und es soll auch erstmal so bleiben. Also der Himmel ist doch, naja, doch wolkig. Aber ist auf jeden Fall schon mal super. Regenschirm ist eingepackt. Wir können uns jetzt wieder ein bisschen besser bewegen hier. Ja, und von dem her, vielleicht blinzelt ja auch noch an der einen oder anderen Stelle die Sonne raus. Und dann ist es doch perfekt für heute. So kann es weitergehen. Wieder keine Ahnung, wie es heißt. Aber wir sind auf der nächsten Burg. Ja, wir blenden es ein. Ich weiß es nicht. Ist aber auf jeden Fall geil, jetzt wo der Regen vorbei ist, wie man halt hier überall noch diese Wolkenfelder sieht. Also ultra geile Stimmung und auch direkt irgendwie schon wieder schwülwarm. Einfach ein grüner Tunnel hier. Alles voller Buchen. So grün. Wahnsinn. Total schön. Auch wenn ich jetzt natürlich pitschepatsche nass werde, weil er sich nicht umgehen lässt, nicht das ganze Wasser von den Blättern abzustreifen. Aber ist egal. Kleine Abkühlung kann ich mir heute Abend das Waschen sparen. Und hier steht doch einfach mal eine Wolke drin. Oder was? Also da kommt man heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wir haben wirklich so viele tolle Ausblicke. Und jetzt hier schon wieder überall diese Wolken, die aus den Wäldern hochsteigen. Richtig genial. Wir sind endlich angekommen an unserem Spot für die Nacht. Es ist mittlerweile 21:20 Uhr. Ich denke, vor einer Stunde oder so waren wir vielleicht hier. Haben das Zelt aufgebaut. Haben uns gemütlich gemacht. Hier gab es so Sitzbankgarnituren. Also da ist ein ganzer Haufen. Wir sind hier an so einem Platz. Da gibt es hinten auch noch so einen Aussichtsguck. Ich weiß nicht. Und hinter uns ist so ein Wildgehege. Ja, wir sind auf jeden Fall froh. Vor einer Stunde oder so, also um 8:30 sind wir hier ungefähr angekommen. Ganz schön fertig. Waren froh, dass wir jetzt was gefunden haben, was einigermaßen passt. Und ja, sind jetzt auch hungrig. Müde. Aber wir sind schon umgezogen, wir haben schon unsere Schlafklamotten an, warme Sachen drüber, Katzenwäsche gemacht, also richtig gut. Jetzt gibt es erstmal Tabbouleh-Salat. Wir haben auf jeden Fall genug dabei. Und Schokolade. Und ach, ich glaube, wir wollten Nudeln essen. Alles. Mit irgendeiner Soße. Naja, uns geht's gut. Wir freuen uns aber jetzt auf die Nacht. Weißt du, wie viele Kilometer wir jetzt gemacht haben? 29. Es waren ja heute extrem viele Burgen, also allein was wir da alles Ich weiß gar nicht, wie viele Burgen wir fahren. an Treppen hoch und runter sind. Und es hat auch so viel Zeit gefressen, deswegen sind wir gar nicht so gut vorwärts gekommen, wie wir dachten. Und Regen. Und Regen, ja. Gut. Von dem her alles gut. Wir haben genug Kilometer jetzt heute gemacht. Insofern war's das von uns. Und wir sagen ciao. Morgen. Wir haben schon wieder alles abgebaut. Sind jetzt dabei, naja, unsere Sachen zu sortieren. Haben ja glücklicherweise hier genug Platz, um unseren ganzen Krempel vernünftig wieder einzupacken.
Und ganz wichtig, ja, der Kaffee ist am Kochen. Den brauchen wir jetzt ziemlich dringend. Wir waren erst so spät im Bett und auch teilweise nicht ganz so gut geschlafen. Übliche Probleme, unebener Boden, schief gelegen. Naja, was man halt so für Schwierigkeiten haben kann. Ja, und jetzt freuen wir uns auf Kaffee. Wir brauchen was zu essen. Wir haben nämlich schon wieder Hunger und dann geht es auf die letzten 16 Kilometer. Es ist aktuell noch ziemlich bewölkt, aber ja, Wetter sagt erstmal die nächste Zeit kein Regen. Wir gucken mal, ob das auch wirklich so ist. Hallo, wir sind wieder am Trail. Wir haben einen kurzen, eigentlich einen längeren Stopp gemacht im örtlichen Bäcker in Fischbach bei Dahn. Wollten eigentlich nur schnell ein Croissant auf die Hand essen. Haben uns dann noch entschieden, einen Kaffee zu trinken und uns hinzusetzen. Und das war auch ganz gut, weil es hat dann jetzt 1 Stunde geregnet. Das haben wir dann jetzt da schön ausgesessen. Wir haben jetzt noch 10 Kilometer bis zu unserem Ziel. Also ist sehr entspannt. Fühlt sich jetzt auch irgendwie alles sehr entspannt an. Fühlen uns gut und schauen mal noch, was die restlichen Kilometer so bringen. Wir haben es jetzt übrigens 9:57 Uhr und um 8 Uhr sind wir von unserem Nachtplatz losgelaufen. Also jetzt dann auch schon wieder mehr oder weniger 2 Stunden auf den Beinen. Tschö. 5 Kilometer nur noch. Aber selbst die letzten Kilometer sind rutschig und wunderschön. Es ist echt toll. Und außer uns keine Menschen unterwegs. Übrigens, wer es noch nicht wusste, Wiese ist Endgegner für diese Schuhe. Da kannst du trockene Füße haben, wie du willst. Gehst du über eine Wiese, es gibt Morgentau oder die Wiese ist vom letzten Regen nass, sind deine Füße hundertprozentig auch nass. Herzlichen Glückwunsch. Hallo zurück. Wir sind auf den finalen Kilometern Part 2. Eigentlich sollte unser Endpunkt Bruchweiler Bärenbach sein. Dort wollten wir in den Zug einsteigen, wieder zurück zum Ausgangspunkt. Aber wir hätten jetzt 2 Stunden auf den Zug warten müssen und haben uns dann entschieden, jetzt auch noch mal ein paar Kilometer zu Fuß zu gehen bis zur nächsten oder übernächsten Bahnstation. Das ist in dem Falle leider wieder Dahn. Da sind wir ja schon zweimal durchgelaufen. Aber gut, das können wir uns ja jetzt nicht aussuchen. Und da kommen wir jetzt auch gleich an, vielleicht noch 1 Kilometer oder so. Und dann haben wir es geschafft. Und dann ist die Tour auch schon wieder vorbei. Leider. Weil Pfälzerwald war richtig, richtig geil. Hat uns total überzeugt, hat richtig viel Spaß gemacht. Die Burgruinen waren ein echtes Highlight. Die Felsen waren total spannend. Und auch so alles, was wir an Wald gesehen haben, war auf jeden Fall geil. Ist total zu empfehlen. Hat Spaß gemacht. Trotz Wetter, aber jetzt werden wir auch noch mit ein bisschen Sonne belohnt. So wie es gehört. Ja, und damit sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal.